Viele Roller- und Motorradfahrer verzichten im Sommer komplett auf Schutzkleidung wie Motorradjacke oder Motorradhose mit Protektoren drin, weil es manchmal doch zu warm ist und auch ein bisschen unbequem ist. Ihr kennt die Situation bestimmt, ihr seid im Sommer unterwegs mit dem Motorrad oder mit dem Roller, wollt dann irgendwo vielleicht mal einen Kaffee trinken gehen oder einkaufen gehen und dann habt ihr eure dicke Motorradjacke dabei, die ihr natürlich auszieht und dann mitschleppen müsst. Das ist manchmal wirklich ein bisschen hinderlich und nervig und das ist dann natürlich auch der Grund, warum viele dann einfach die Schutzkleidung weglassen. Das ist natürlich viel komfortabler, aber auf der anderen Seite auch sehr riskant. So, und ich zeige euch heute mal eine Lösung für dieses Problem. Das heißt, ihr seht ja, ich habe jetzt einen ganz normalen Hoodie an. Das ist kein Motorrad-Hoodie mit Protektoren, gar nichts. Den kann man einfach so überziehen mit einem Reißer vorne dran. Und unter diesem Kapuzenpulli trage ich jetzt einen Base Layer. Das ist ein Base Layer von Pandomoto, die dieses Video heute auch unterstützen. Das heißt, die haben mir das zugeschickt, damit ich es mal testen kann. Und ich werde es jetzt mal die nächsten Wochen ausprobieren und mal sehen, wie sich das trägt im Sommer, ob das angenehm ist. Und das ist wirklich ganz cool. Ich habe meinen normalen Kapuzenpulli, kann dann den ausziehen und jetzt zeige ich euch mal, wie dieser Base Layer aussieht. Ich habe hier noch solche Handschlaufen, damit beim Anziehen das Ganze nicht verrutscht. Ja, und das ist relativ dünn, also auch im Sommer super angenehm zu tragen. Ist aus sehr sicherem Material gemacht. Das ist so ein Stretch-Material, Ballistex. Extrem abriebfest und das ist ja bei Schutzkleidung immer wichtig, dass wenn man über die Straße rutscht, man gut geschützt ist und nicht die Haut gleich weggerubbelt wird. Bei einer normalen Jeans kennt man das, die ist sofort weg. Und das hier ist Ballistex, extrem sicheres Material. Dieser Base Layer hat die Schutzstufe AA, also ein sehr hohes Rating, also sehr gute Abriebfestigkeit und der hat Protektoren schon mit drin. Und zwar hier hinten an den Ellbogen, an der Schulter und ich kann hinten auch noch einen großen Rückenprotektor reinmachen. Und das ist wirklich ganz angenehm zu tragen. Sitzt jetzt ganz eng am Körper an, kann ich also unter jeder Jacke tragen. Also egal, was ihr jetzt für Jacken oder Kapuzenpullis drüber ziehen wollt, ist gar kein Problem. Also ich ziehe jetzt einfach eine Jeansjacke drüber hier, eine ganz normale Straßenjeansjacke. Wenn ich die zumache, dann sieht keiner, dass ich Motorradsachen anhabe. Das ist der Riesenvorteil davon. Das heißt, ich kann, wenn ich es möchte, meine ganz normale Straßenkleidung anziehen. Also eine Jeansjacke, ein Sweatshirt, ein Hoodie, irgendwas, was super bequem ist. Ziehe den Layer drunter und bin trotzdem komplett geschützt. Ja, habe also Protektoren drin, habe diese Abriebfestigkeit. Der ist auch wirklich nicht warm, ist ganz angenehmes Material auf der Haut. Habe hier überall noch so ein bisschen Material, wo auch Luftzirkulation durchkommt. Das heißt, die Feuchtigkeit wird abtransportiert, die Wärme wird abtransportiert. Super, super angenehm zu tragen. Und ich zeige euch auch gleich mal den Vergleich zu einer Motorradjacke. Das heißt, Vorteil ist natürlich, wenn ihr jetzt irgendwie, weiß ich, eine Jeansjacke anhabt, hier vielleicht noch ein T-Shirt drunter, dann könnt ihr das natürlich ausziehen, wenn ihr irgendwo seid, klein verstauen, aber ihr seht gleich, wenn ich euch mal im Vergleich zu einer Motorradjacke zeige, wie gut es verstaubar ist. Ja, so sieht das Ganze aus. Also ein sehr dünner Base Layer aus Ballistex. Ist aus Stretch-Material gemacht hier. Also ihr seht hier, dieses Ballistex ist auch dehnbar. Und das ist halt der Vorteil, wenn gerade beim Motorradfahren, man kann sich super bewegen. Deshalb ziehen halt viele nur ein T-Shirt oder einen Kapuzenpulli an, einen Hoodie. Hier hat man dieselbe Bewegungsfreiheit, extrem dehnbar. Und wie gesagt, Wärme wird gut abtransportiert, man schwitzt da nicht so drin. Ich werde es aber auf jeden Fall jetzt die nächsten Wochen und Monate mal testen. Dann haben wir natürlich Protektoren drin, hier einmal im Schulterbereich und einmal in den Ellbogen. Das sind jetzt Level 1 Protektoren, man könnte auch Level 2 reinmachen, die sind aber relativ klein hier, tragen nicht so auf. Die kommen also dann innen in solche Taschen hier rein. Alles ganz angenehm gemacht vom Stoff. Also das ist jetzt auch auf der Haut nicht unangenehm. Und wenn man dann hier reinschaut, sind dann hier die Protektoren. Das sind die von SAS Tech. Hier jetzt ein Level 1 Protektor. Wenn ihr diesen Base Layer bestellt, dann sind die Protektoren für Schulter und für Ellbogen mit dabei. Rückenprotektor noch nicht, könnt ihr aber zusätzlich erwerben. Und das ist halt ganz einfach. Die werden einfach nur hier reingesteckt dann in diese Taschen, ein bisschen in Position gebracht, damit das Ganze gut fittet und das war's. Und das Wichtigste, wie gesagt, es fällt nicht auf. Habt ihr eben gesehen, unter einer Jeansjacke oder was auch immer, unter jeder Jacke und dann ein Sweatshirt einfach drunter ziehen. Ihr habt die Bewegungsfreiheit, es ist nicht extrem heiß und ihr habt den Schutz trotzdem mit dabei. Und keiner sieht, dass ihr Motorradschutzkleidung anhabt. Und das finde ich halt super daran. Ihr müsst die dicke Jacke nicht mitschleppen und habt immer den Schutz. Hier hinten ist dann noch das große Fach für den Rückenprotektor. So sieht sowas aus. Das wäre jetzt ein Level 2 Protektor, den man dann hier hinten reinmachen kann. So rum. Und dann hätte man jetzt hier auch noch den Rückenprotektor drin, der dann auch unter der Kleidung halt auch nicht viel auffällt. Kann man auch einen dünneren nehmen, Level 1. Ich zeige euch jetzt nochmal den Unterschied von so einem Base Layer, also den man nur drunter zieht, zu einer normalen Motorradjacke, was so das Volumen angeht. Damit wir Gleiches mit Gleichem vergleichen, habe ich eine Sommerjacke genommen. Das ist hier eine Revit-Jacke, also auch mit Mesh-Material. Und wir gucken einfach mal, wie die sich jetzt verpackt. Wenn man so eine Jacke nimmt, Punkt A, erster Punkt,
schwerer. Ist eine Sommerjacke, also trotzdem noch relativ leicht, aber die ist deutlich schwerer. Das hier, das wiegt so viel wie ein Sweatshirt. Das könnt ihr an der Hand nehmen, das wiegt fast gar nichts. Wenn ich das jetzt zusammenlege, diesen Base Layer hier, seht ihr schon selber, das kann ich ganz klein machen. Ja, und dann hat man hier so ein kleines Paket. Wenn der Rückenprotektor draus ist, wenn der drin ist, kann man es nur einmal zusammenfalten. Aber es ist sehr leicht und klein und gut zu verstauen irgendwo. Habe ich jetzt eine Jacke, wird es dann schon komplizierter. Ne? Also ihr habt dann halt so ein Paket und deutlich schwerer. Und was macht er damit jetzt? Das kann man irgendwie schwer verstauen, so ein Riesenpaket hier. Während das hier relativ leicht irgendwo reinpasst. Ich finde es eine super Idee, gerade im Sommer, etwas leichter, Bewegungsfreiheit, nicht so warm und man ist trotzdem geschützt und kann seine eigene Kleidung einfach oben drüber tragen. Natürlich gibt es das auch als Hose. In einer Tüte wird das Ganze geliefert. Das ist die Hose und hier haben wir jetzt auch gleich die Protektoren. Die Hose hat jetzt einen kleinen Unterschied zu dem Oberteil. Das Oberteil hat Doppel-A-Rating. Die Hose hat sogar Dreifach-A-Rating, also noch eine höhere Schutzstufe. Die Protektoren, die hier mitgeliefert werden, sind auch Level 2. Die in der Jacke sind Level 1. Und dann dasselbe einfach nochmal als Hose, die man unter die Jeans zieht. Also ich habe jetzt eine Jeans an, könnte das da drunter ziehen, hätte dann den Schutz, würde aber jetzt nicht aussehen wie jemand, der mit Motorradhose unterwegs ist, sondern halt ganz legere Tageskleidung. Das ziehe ich drunter. Auch wieder dasselbe Material. Sieht man hier, ja, dieses Stretch-Material. Oben kann man es dann zubinden, ähnlich wie eine Jogginghose. Unten sind dann noch solche Fußschlaufen, auch damit es leichter wird zum Anziehen, noch ein Reißverschluss unten, den man dann schließen kann und dann passt das Ganze perfekt. Auch das Material von der Hose ist wieder Ballistex, also extrem abriebfest und man sieht, es ist sogar ein Stretch-Material, was man noch ziehen kann. Trägt sich also wirklich super angenehm. Und das zieht man dann einfach unter eine Jeans, unter eine, weiß ich nicht, eine Cargohose, was auch immer, eine ganz normale Freizeithose und hat dann den Schutz. Auch hier wieder relativ simpel natürlich. Wir drehen es einfach um und haben dann hier einmal an der Hüfte die Tasche für die Protektoren und natürlich am Knie. Anstatt dieser Level 2 Protektoren kann man natürlich auch dünnere nehmen. Ich habe mal hier einen von D3O. Die gibt es auch in dieser Größe dann für die Hose. Wer es also noch leichter will und jetzt nicht den Level 2 Schutz haben will, dem Level 1 reicht, der kann sich da ganz dünne Protektoren reinmachen. Dann sieht man die nicht mal, die tragen nicht auf. Und ihr seht ja, die kann man hier richtig so zusammenknautschen. Super angenehm zu tragen. Natürlich hilft so eine Hose jetzt irgendwie nicht, wenn man seitlich in ein Auto reinfährt oder so. Aber was halt die häufigen Unfälle sind, ihr fahrt irgendwo, da ist gar keiner beteiligt, ihr rutscht einfach in der Kurve irgendwie weg oder fallt um, schlittert so ein bisschen über den Teer. Und da entstehen dann wirklich böse Verletzungen, weil wenn ihr jetzt normale Sommerkleidung anhabt, dann ist so eine Hose, so eine Jeans ganz schnell weg. Ja, die wird so schnell weggerubbelt vom Teer, so schnell kann man gar nicht gucken. Das ist wie Sandpapier und das ist halt das Wichtige, dass man jetzt nicht nur vor dem Aufprall geschützt ist, dafür sind die Protektoren halt da, in Knien und im Becken, da wo man zuerst auftrifft. Und da ist dieses Ballistex-Material extrem gut und hat deshalb auch diese hohe Schutzstufe von Dreifach A bekommen. Also die Grundidee von solchen Base-Layern ist einfach, der Schutz ist nicht über der Kleidung, wie eine Motorradjacke oder eine Motorradhose, sondern der Schutz ist unter der Kleidung. Macht das Ganze unauffälliger, gerade für Leute, die sagen, so eine Motorradjacke auf einem coolen Roller oder Retrobike oder was auch immer, mag ich nicht. Ich will eher so ein bisschen neutraler aussehen. Für die Leute ist das natürlich perfekt. Und dadurch, dass jetzt diese Sachen sehr eng anliegen, habt ihr beim Oberteil eben gesehen, ja, das liegt schön eng am Körper an, fällt das auch unter Kleidung nicht auf. Bei der Hose ist es genau dasselbe, die liegt auch schön an, wie so eine lange Unterhose kann man sagen. Und da könnt ihr dann einfach eure Jeans drüber ziehen und es fällt nicht auf, dass man da Schutzkleidung drunter hat. Also trägt sich wirklich angenehm. Das Ganze ist auch sehr atmungsaktiv, was ja wichtig ist, gerade im Sommer, dass da die Luft ein bisschen zirkuliert, Feuchtigkeit vom Körper entweichen kann. Und für wen ist jetzt ein solches System hier was mit diesem Base Layer von Pandomoto und der Hose? Also für wen ist das jetzt hier was? Also es wird sicherlich nicht eine Rennkombi aus Leder ersetzen, dafür ist es auch nicht gedacht. Ich glaube, so ein System hier mit so einem Base Layer, den man unten drunter trägt, ist was für den Alltag. Ja, also wenn man einkaufen geht, ins Café geht, zur Arbeit geht, zieht man das hier schnell drunter, hat den Schutz, kann seine normale Tagesjacke drüber ziehen oder einfach ein Sweatshirt oder ein Hoodie, wie ihr eben gesehen habt. Und es ist schützt. Und wenn man dann da ist, kann man diesen dünnen Layer ausziehen und hat seine normale Tageskleidung an. Also ich glaube, das ist eine super Sache für den Alltag. Für die Leute gerade, die immer sagen, na, ich will nicht eine dicke Motorradjacke drüber ziehen. Das haben wir ja schon öfter mal gehabt bei mir, das Thema Sicherheit beim Motorrad- und Rollerfahren. Ich bin ja immer ein Freund von Schutzkleidung.
Und vielleicht ist das was für Leute, die sagen, naja, so eine Motorradkleidung war nicht meins, aber so ein Layer drunter ziehen, das passt schon irgendwie. Ich werde diese Base Layer jetzt in den nächsten Monaten mal testen, euch natürlich berichten vom Tragekomfort, wie sich das so im Alltag bewährt. Ich hoffe, dass ich euch nicht berichten muss von der Schutzwirkung des Ganzen, weil da habe ich jetzt nicht so eine Lust drauf. Aber ich bin schon sehr gespannt, wie sich das im Alltag trägt, weil bisher habe ich auch immer eher so Motorradjacken getragen. Aber das finde ich extrem spannend. Werde jetzt also die mal drunter ziehen und dann einfach meinen Hoodie drüber und kann dann geschützt und mit gutem Gewissen meine Touren fahren. Die Links zu den Base Layern schreibe ich unten in die Videobeschreibung mit rein. Da ist auch ein Rabattcode noch von 10%. Also wenn ihr euch dafür interessiert, kriegt ihr noch 10% Rabatt. Steht alles unten in der Videobeschreibung mit drin. Ich hoffe, das Video heute hat euch gefallen. Wenn ja, gerne einen Daumen nach oben hinterlassen. Wenn ihr fahrt, fahrt vorsichtig. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dann und ciao.